Ja, mein Alltag ist so, dass ich ziemlich viel funktionieren muss. Ich habe ja zwei Kinder und zwei Pferde und bin auch selbstständig und das heißt, ich muss funktionieren, aber ich baue mir auch immer Pausen ein, damit ich funktionieren kann. Das ist mit dem Funktionieren, das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil manchmal übertreibt man es dann und dann kriegt man es halt doppelt zurück. Ein Thema, was ja für dich relevant ist, ist Hochsensibilität. Ja, und zwar fing es an, eigentlich habe ich mich damit beschäftigt, weil ich festgestellt habe, dass meine Kinder anders waren als die anderen Kinder. Und ich wollte eigentlich wissen, warum das mit den Kindern so ist. Und dann gab es einen Volkshochschulkurs bei uns um die Ecke über hochbegabte Kinder. Und ich habe gedacht, ja, guckst du dir das mal an. Und dann war zufälligerweise aber auch gleichzeitig jemand dabei, der über Hochsensibilität gesprochen hat. Das heißt, ich habe nicht rausgefunden, mein Kind ist hochbegabt, sondern mein Kind hat Hochsensibilität. Und diesen Fragebogen, den wir dann ausgefüllt haben, der war ganz lustig, weil der passte 100% auch auf mich. Und dementsprechend habe ich also nebenbei rausgefunden, dass ich das auch habe. Und nachdem ich das dann alles so rausgefunden hatte, konnte ich ganz viele Muster erkennen in meiner ganzen Familie. Beste Beispiel, der eine sagt, oh, das Bild ist schief, der andere steht auf und hängt es gerade. Weil wir wissen, es tut dem anderen schon seelisch schon fast weh, das zu sehen. Das geht gar nicht. Okay, kannst du mal für die, die da nicht so ein richtiges Bild haben, noch mal ein bisschen detaillierter beschreiben, was Hochsensibilität bedeutet? Also damit, wer so gar keine Vorstellung hat. Genau. Also ganz wichtig ist, Hochsensibilität ist keine Krankheit, sondern es ist nur eine andere Wahrnehmung. Das heißt, es ist eine angeborene Wahrnehmung, eine Verstärkung und die kann in verschiedenen Variationen da sein. Also entweder vom Sehen, dass man im Räumlichen mehr halt mitkriegt. Dann halt gibt es auch vom Geruchssinn, das heißt, du riechst wirklich jede Kleinigkeit. Äh, Gehör ist auch ganz oft, du hörst halt das Gras wachsen, ganz viele ta taktile Sachen, also über die Hautempfindung. Was ist der Unterschied zwischen Überempfindlichkeit und Hochsensibilität? Oder ist es so ein fließender Übergang? Ich glaube, das ist ein fließender Übergang, das kannst du gar nicht so genau trennen. Genauso wie es halt auch dann zu diesen ganzen Symptomen von der Fibromyalgie ja auch zum Teil schon gehört. Also ich glaube, dass es alles ein fließender Übergang ist zu irgendwas. Es gibt da Okay. keine klaren Linien. Okay, du hast also für dich über die Kinder rausgefunden, du bist hochsensibel. Was Ja. bedeutet das für deinen Alltag? Was schränkt dich das ein oder ist das was, ist das vielleicht auch eine Gabe? Macht das irgendwas besonders oder Es ist beides. Also es kann Fluch und es kann Segen sein. Also bei mir ist der Geruchssinn sehr stark ausgeprägt. Jetzt stellt man sich vor, man geht mal durch den Stadtpark, da wo die Hunde Gassi gehen. Du riechst alles. Du riechst wirklich alles. Aber es hat natürlich einen Vorteil, du trittst nirgendwo rein. Es hat allerdings den Nachteil, du riechst es. Aber du riechst halt auch gute Sachen, ne? Also schöne Sachen. Also wenn eine Blüte gut duftet, dann rieche ich das vom Weiten, da brauche ich gar nicht nah rangehen. Oder auch Geruchssinn hat ja auch was mit Geschmack zu tun. Also ich kann, wenn ich was esse, kann ich aus diesem Essen herausschmecken, was da drin ist. da spricht vielleicht auch schon das nächste Thema an, über das wir sprechen wollten. Der Begriff heißt Synästhesie. Da musst du uns mal erklären, was es damit auf sich hat. Ja, die Synästhesie ist noch mal ein bisschen härter als das, dass man halt dass der Geruchssinn mit der Zunge verknüpft ist und dass wir darüber schmecken können. Das weiß jeder, der schon mal erkältet war, glaube ich, dass man dann halt nichts schmecken kann, wenn die Nase dicht ist. Und es gibt aber halt auch da noch mal diese Abstufung zur Synästhesie. Das heißt, wenn ich etwas esse, dann habe ich nicht nur einen Geschmack und einen Geruch, sondern ich habe im Kopf auch noch Bilder und Okay. Farben. Es ist sehr komplexes Thema, es ist auch sehr viel. Ich kann Farben schmecken. Wenn ich Farben sehe, dann habe ich einen Geschmack im Mund. Den hat nicht jeder. Ist jetzt für jemanden, der das nicht hat, vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar. Du hast Genau. in unserem Vorgespräch fiel der Satz, der Mittwoch ist blau. Ja,
ist halt schwierig, ne? Also jeder Wochentag hat eine Farbe, jeder Buchstabe hat eine Farbe. Und ja, ich habe halt jetzt beide Seiten so ein bisschen gesehen, dadurch, dass ich hatte so eine Art Mini-Schlaganfall und danach sind mir jetzt viele Synästhesien abhanden gekommen. Ach, Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, das ist normal, das ist nicht normal oder das ist anders als vorher. Ähm, Ich will gar nicht von normal und unnormal sprechen, weil es ist einfach, man hat halt eine andere Wahrnehmung. Und das sieht man so selten eigentlich und man kann es eigentlich auch nicht, ja, begreifen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, glaube ich. Also ich finde es sehr spannend. Jetzt habe ich zum Beispiel, bei manchen Buchstaben habe ich keine Farben mehr. Die fehlen mir einfach. Ich habe zwar versucht, sie mir wieder reinzuholen, weil damals hatte ich so einen Fragebogen mitgemacht, da hatte ich das alles ausgefüllt und habe dann also versucht, mir das wieder selber beizubringen. Das ist auch ein bisschen schwierig. Also wenn du nur nach dem also, Arztkonzept sagst, was haben Sie verloren oder was können Sie nicht mehr? Ja, ich kann keine Farben mehr in Buchstaben sehen. Nee, hier, ne? Nee, aber der Arzt hier in Hannover, der war ganz kompetent. Also der wusste schon, was Synästhesien sind und der hat das auch erkannt, dass das nicht hier ist, sondern dass das einfach eine andere Wahrnehmung ist, weil sie es halt hier in der medizinischen Hochschule auch schon erforscht haben. Und es ist einfach, wenn ich jetzt ein Z zum Beispiel hat bei mir jetzt keine Farbe mehr. Es ist nicht mehr ich da. lache, ich lache jetzt, aber ist das jetzt für Genau. dich ein Problem? Also fehlt dir was? Brauchst du das als Orientierung oder wie muss man sich das vorstellen? Also manchmal bin ich dadurch irritiert, wenn ich Buchstaben, also jetzt kommt es noch schlimmer. Kommt ja noch die Leserechtschreibschwäche dazu. Ich lese keine Wörter, sondern ich sehe das Bild von dem Wort und weiß, was es bedeutet. Das, Wenn da jetzt zum Beispiel Zebra steht, ja, dann kann ich anhand dieses Wort Zebra kann ich erkennen, ah, das ist Zebra. Aber jetzt, dadurch, dass es keine Farbe mehr hatte, hatte es ein anderes Bild. Das heißt, ich musste es wieder neu lesen erlernen. aber dann kannst du das Wort trotzdem lesen. Jetzt inzwischen wieder, damals nicht. Damals ist nach einem Schlaganfall oder was meinst du mit Nach damals? diesem Mini-Schlaganfall, genau, konnte ich manche Wörter einfach nicht lesen, weil ich nochmal lesen lernen musste, Hm, weil ich es okay, einfach nicht erkannt habe. ich verstehe. Aber das ist natürlich eine ganz spezielle Ist Situation eine spezielle mit Situation, dem Schlaganfall dazu. Das richtig. ist jetzt Aber nicht, dadurch habe ich halt beide Seiten mit und ohne Farbe. ja, 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 ja. Gibt es noch andere Bereiche, wo diese Synästhesie zu finden ist? Oder ist es nur so bei Text und Bild? Nee, nee, das gibt's halt auch mit anderen Sachen. Also wenn du Musik hörst und gleichzeitig dann Farben siehst und Ah, Dinge okay. schmeckst, das ist schon schön. Ah, okay. Ja, ja. Und andersrum vielleicht auch, wenn man etwas Ja. schmeckt, hat man vielleicht auch Ja, Assoziationen, ja, dann die hast du verknüpft man. Bilder im Kopf. Mhm. Aber es ist halt auch, jeder hat eine andere Synästhesie. Mhm. Und dementsprechend gibt es halt da genauso viel Vielfalt, weil du alles miteinander kombinieren kannst. Also ist ja sämtliche Sinne, die wir haben, können miteinander kommunizieren. Du bist ja in diesen beiden Themen Hochsensibilität und Synästhesie bist du ja sehr drin, weil es dich betrifft. Hat das irgendwie einen Bezug oder ist es, wenn du an andere denkst, die das auch haben, hat das nichts mit Fibromyalgie zu tun? Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit auf die Sinne größer ist, wenn man Fibromyalgie hat und dass es dadurch mehr auffällt. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, das ist keine Krankheit, da ging es um die Hochsensibilität und bei Mhm. der Synästhesie ist es sicherlich nicht anders. Genau. Es ist also auch nichts, was man behandeln muss, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch beeinträchtigend sein kann. Ja, kann es, aber man kann auch den Umgang damit lernen. Tatsächlich gibt es da Coachings für Hochsensible. Also bei uns in der Gegend in Hameln ist das Zentrum für Hochsensibilität. Da war ich bei der Coachin, die hat mir einiges beigebracht. Ähm, ja, und auch meine Kinder haben von mir jetzt von diesem Coaching profitiert, weil ich denen dann viele Sachen schon beibringen konnte, die ich damals hätte gerne gewusst, wo man halt leichter durchs Leben mitkommt.
Ist das denn eine schulmedizinische Diagnose, die solche Therapien dann bezahlt, wo die Kasse bezahlt? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht, weil das ist ja auch keine Krankheit. Ohne Krankheit keine Diagnose, ohne Diagnose Ja, keine ja. Behandlung. Das heißt, du musst das schon selber bezahlen. Ja, also ich meine, es waren 3 oder 4 Sitzungen mit der Andrea und das hat schon sehr viel gebracht. Also es ist es wert. Also ich habe auch schon andere Dinge gemacht in meinem Leben, in Coaching-Sachen und habe da weniger von mitgenommen. Aber das ist was, wo ich sage, da habe ich mein Leben lang jetzt was von, weil ich halt besser damit umgehen kann. Wir haben ja auch im Vorgespräch über deine Arbeit gesprochen, über das, was du beruflich machst. Das ist nämlich auch nochmal was ganz Außergewöhnliches. Erzähl mal. Und zwar habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht mit einer mobilen Reitlehrerin, bin jetzt aber Ausbilderin für Übungsleiter im Hobbyhorsing. Das heißt, ich bringe erwachsenen Menschen bei, wie sie Kindern oder auch anderen Erwachsenen das Hobbyhorsing näher bringen. Und Hobbyhorsing ist halt meine Sportart und da bin ich ganz doll aktiv mit unterwegs. Das motiviert mich auch, mich zu bewegen. Und, mein Motto ist ja auch mit Sport trotz Fibro, weil es ist ganz wichtig, dass wir in Bewegung bleiben, habe ich festgestellt. Wenn man dann mal eine längere Zeit Auszeit hatte, dauert es wieder eine ganze Weile, bis die Muskulatur wieder weich genug ist, dass man überhaupt irgendwas hinkriegt. Also je weniger ich gemacht habe, umso schlechter ging es mir. Hm. Vielleicht gibt es unter unseren Zuschauern welche, die sich unter dem Begriff Hobbyhorsing gar nichts vorstellen können. Vielleicht kannst du mal erklären, was das bedeutet. Ja, gerne. Hobbyhorsing ist Steckenpferdreiten übersetzt und kommt aus Finnland. Und ich mache das jetzt seit der Corona-Zeit. Da habe ich mit den Kindern angefangen im Garten und inzwischen bin ich auch auf Turnieren unterwegs und jetzt das letzte Wochenende war ich auf dem Turnfest in Leipzig und habe da zusammen mit dem Deutschen Hobbyhorsing-Verband ordentlich wie Werbetrommel gerührt, damit dieser Sport noch ein bisschen bekannter wird, weil es halt ein Inklusionssport ist. Also es kann wirklich jeder, in jedem Alter, in jeder körperlichen Verfassung kann Hobbyhorsing betreiben. Also erstmal bin ich jetzt überrascht, das ist eine richtige Disziplin, eine richtige Eine Sportart. Sportart. Jetzt ist es sehr viel weiterentwickelt worden. Und dieses Sportgerät, was wir nutzen, gibt es in unterschiedlichen Gewichtsklassen, in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Farben, in unterschiedlichen Größen. Das ist halt auch alles in Anlehnung an den Reitsport. Also wer aus dem Reitsport kommt, hat Ah, okay. natürlich immer schon ein bisschen so Vorlauf, sage ich immer. Wer gar keine Ahnung vom Reitsport hat, muss sich erstmal einlesen. Wer mehr wissen will, auf meiner Homepage findet ihr alles und auch im Instagram-Account. Da ist genügend Material zu finden. Ich als Fibromyalgie-Betroffene stelle mir das sehr schwer vor, mit diesem, mit diesem Stab zwischen den Beinen und dann zu hüpfen. Das muss man ja, oder? Ums Hüpfen kommt man ja Ja, nicht drum rum. im Galopp ist es so. Es heißt ja auch Galoppsprung, ne? Dass du Also, das schaffst, ist ja schon enorm, aber ich glaube nicht, dass das so die ideale Sportart für Fibromyalgie-Betroffene ist, oder? jein, weil man kann ja auch Wanderreiten. Wie Du geht musst das nicht denn? galoppieren, du musst auch nicht springen, du kannst auch Wanderreiten machen. Ich bin auch schon mal ein paar Kilometer im Harz Wanderreiten mit einem Stückpferd gewesen, weil es einfach schön ist. Man kann halt einfach auch jede mögliche Art an Hindernisse nutzen. Man hat eine ganz andere Körperhaltung, man hat ein bewussteres Auftreten, man guckt auch genauer, wo man hintritt. Wandern selber kennt man ja und Wanderreiten ist einfach, wir machen eine große Strecke mit einem Hobbyhaus, packen uns einen Rucksack und dann wird zwischendrin, da wo halt Platz ist, wird Pause gemacht und da kannst du halt auch Baumstämme nutzen und kannst drüber balancieren oder du kannst auch, wenn du eine Bank findest, da drüber balancieren, musst halt nur gucken wegen Sauberkeit, ne? Ähm, Ich habe auch schon Fahrradständer genutzt und bin da drüber gesprungen, weil ich gerade Lust drauf hatte. Bergauf, auf den Brocken hoch, sehr schön. Man kann das sehr genießen, das Ganze. Für alle, die daran interessiert sind, die mehr darüber erfahren möchten, was rätst du denen? Wie können die in dieses Thema reinkommen?
Ins Thema Hobbyhorsing kommt ihr am besten über Hobbyhorsing Germany. Da gibt es eine Homepage, da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ja, inzwischen bin ich auch dafür, dass man es auch als Reha-Sport integriert, weil ob ich jetzt Nordic Walking mache oder Hobbyhorsing, tatsächlich tut mir das Hobbyhorsing besser als das Nordic Walking. Ich war selber ja zur psychosomatischen Reha aufgrund der Fibromyalgie im letzten Jahr und ich habe vor Ort auch Hobbyhorsing ins den Reha-Sport integriert. Also wir hatten so ein Zirkeltraining am Wochenende und dann durfte jeder halt, wie er wollte und konnte, also entweder sich informieren über den Sport oder das Pferd einfach nur einflechten mit Rumtüdeln, sich das angucken, wie es genäht wurde. Und man konnte halt auch im Schritt über dieses Hindernis steigen. Aber es waren halt auch viele Ältere, die das echt genossen haben und Spaß hatten und auch drüber galoppiert sind, weil sie sich's haben nicht nehmen lassen. Also die sind da wirklich gesprungen. Du sagst also, Leute, egal was, ob ihr Fibro habt oder nicht, wenn das irgendwie annähernd interessant für euch ist, dann probiert das Ja. einfach mal aus. Richtig. Weil du kannst auch als Rollifahrer tatsächlich mitmachen. Du kannst auch, wenn du keine Arme hast, mitmachen. Du kannst auch, wenn du blind bist, mitmachen. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, um das zu integrieren. Deswegen Integrationssport definitiv. Abschließend an dich die Frage, gibt es noch irgendwas, was du gern meinem Publikum mitgeben möchtest? Was jetzt auf jeden Fall ganz wichtig ist, was wir noch gar nicht besprochen haben, finde ich, ist, man sieht es mir nicht an, aber es gibt ja die hochfunktionale Depression. Das ist mein Problem. Äh, Okay. Das heißt, ich sehe nach außen immer so, ne? Alle denken, lächeln, alles ist gut. Ja, das ist Funktion. Das heißt, ich habe einen Schutzmechanismus entwickelt, ich funktioniere dauerhaft und das ist nicht gut. Das heißt, Mhm. auch Leute, die so wie ich viel leisten und dauerhaft unterwegs und aktiv sind und nach außen hin so scheinen, als wären sie superglücklich, können innerlich depressiv sein und ganz anders drauf sein, auch Mhm. wenn du es nach außen nicht siehst. Man kann Behinderung nicht von außen festmachen. Jasmin, ganz herzlichen Dank für dieses Interview, für deine Bereitschaft und deine Zeit. Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Ja, Jasmins Geschichte ist nur eine von vielen. Jeder erlebt Fibromyalgie ein bisschen anders. Manche erkennen sich in vielen wieder und andere entdecken ganz neue Seiten. Wenn du mehr echte Erfahrungsberichte hören möchtest, dann schau in meine Interview-Playlist oder klick hier auf Fibromyalgie-Symptome, wahre Erfahrungsberichte von Betroffenen. Ich freue mich, wenn wir uns dort gleich wiedersehen.